Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal mit einer kleinen Videoserie. Heute in Folge 2 bei Miniature Painting for Greenhorns, der Lückenfüller. Und wenn ihr sehen wollt, warum der hier auf einmal so grüne Flecken auf dem Schulterpanzer hat, oder warum der so aussieht, als hätte er beim Renovieren geholfen, oder auch warum der hier einen Lauf offen hat, dann schaut euch gerne das folgende Video an. Viel Spaß dabei! So, hier habe ich einmal den Plague Marine aus der Folge 1. Da habe ich allerdings festgestellt, dass der so gut gebaut ist, dass dort kaum Nachbearbeitung nötig ist. Die einzige Stelle, die es vielleicht etwas nötig hat, ist hier oben mittig auf diesem Rückenmodul. Da sieht man so einen kleinen Spalt. Den kann man eventuell noch zumachen. Das werde ich auf jeden Fall machen. Ich habe noch weiterhin die anderen beiden Modelle aus Folge 2 Warhammer Conquest gebaut. Wieder ein Plague Marine. Hier auch wieder kleine Stellen, die nachbearbeitet werden müssen. Einmal hier auf dem rechten Schulterpanzer und auch wieder einmal oben auf dem Rückenmodul. Dann den letzten Plague Marine aus diesem Set. Auch hier dieser Schulterpanzer, der geht, der rechte. Allerdings sieht man hier bei dem linken, dass dort auch ein Spalt ist. Den werden wir auch noch zumachen. Und hier oben auf dem Rückenmodul auch. Und weil man mit diesen kleinen Spalten ja nicht wirklich irgendwie zum Beispiel Green Stuff oder sowas anwenden kann, habe ich nochmal zwei andere Modelle gebaut. Und zwar einmal habe ich hier diesen Necron hier gebaut. Und dort habe ich ganz großzügig oben auf den Schulterpanzern entgratet, sodass hier eine sehr, sehr große Lücke entstanden ist. Da werden wir dann gleich mal rangehen müssen. Genauso wie hier die gleiche Geschichte auch. Wieder sehr großzügig entgratet, sehr große Lücken. Da wollen wir gleich mal schauen, wie wir das gestopft kriegen am Ende. Parallel zum Lückenfüllen habe ich eine kleine Testreihe gestartet. Und zwar habe ich dafür ein Kunststoffstück genommen und habe dort 6 Rillen reingeschnitten und auch 6 Bohrungen angefertigt. Und in diese Rillen und Bohrungen habe ich jetzt jeweils die unterschiedlichen Materialien eingebracht. Ich habe hier einmal Green Stuff, Liquid Green Stuff, dann habe ich hier einmal Plasto von Revell, dann habe ich hier einmal eine lufthärtende Modelliermasse, dann habe ich hier Kerzenwachs und zuletzt hier hinten Kaugummi. So, und was ich hierbei gucken wollte, ist erstmal, wie härtet die ganze Nummer aus. Man kann hier bei dem Liquid Green Stuff schon sehen, dass das Material ja im Prinzip in der Rille verschwunden ist. Wenn wir das hier einmal so vor, sieht man das, dass sich das richtig reingezogen hat. Ich werde jetzt warten, bis es richtig ausgehärtet ist, dann werde ich das einmal abschleifen. Und dann werde ich einfach mal die ganze Nummer grundieren und gucken, ob es der Grundierung auch am Ende standhält. Vielleicht muss es ja gar nicht Green Stuff sein oder irgendwelche Sachen von Revell. Vielleicht reicht ja Kerzenwachs oder das gute alte Kaugummi. Das gute alte Kaugummi wird es nicht werden. Das Material ist nicht ganz ausgehärtet gewesen, trotzdem ist es völlig ungeeignet. Eine riesige Überraschung hat es, finde ich, hier bei dem Wachs gegeben. Ich habe das Ganze jetzt hier einmal abgeschliffen, liegt alles soweit hart hier, Wachs auch. Wachsstelle sieht man so gut wie gar nicht, es ließ sich hervorragend abschleifen. Und das einzige hier, sieht man das, bei der lufthärtenden Modelliermasse, die ist so ein bisschen brüchig geworden. Die Geschichte hier von Revell, dieses Plasto, auch gut. Ja, ist nur allerdings hier auch so ein bisschen in die Rille gesackt an einigen Stellen.
hier finde ich absolute Enttäuschung. Liquid Green Stuff hat sich richtig weit zurückgezogen hier. Da muss ich gleich mal schauen, wie das auf so einem Modell aussieht. Und auch super Ergebnis hier, der normale Green Stuff. Als nächstes werde ich die Nummer grundieren. Und dann, wie gesagt, werden wir schauen, ob die einzelnen Materialien der Grundierung standhalten. Starten wir nun mit der Beseitigung von kleinen Lücken. Und zwar nehme ich mir dafür eine Feile und diesen Plague Marine. Und diese kleine Lücke, die wir jetzt hier in dem Fall noch haben, ist die hier oben auf diesem Rückenmodul. Um diese jetzt zu beseitigen, gehe ich im Prinzip einfach nur mit der Feile hier drüber. Streiche da einmal mit dem Finger drüber. Und wie man jetzt hier sieht, durch den feinen Staub, der sich beim Fallen ergeben hat, ja, den habe ich hier in die Lücke reingedrückt. Dadurch wird die Lücke geschlossen. Und wenn wir das Ganze jetzt grundieren, wird diese Lücke nicht mehr da sein. Das gleiche hier. Probieren wir hier auch nochmal aus. Also Lücke ist vorhanden. Und durch das Schleifen hier wieder, oder Feilen besser gesagt, wird die Lücke automatisch geschlossen. Können wir mal mit der feinen Feile hier einmal drüber gehen. Hier ist geschlossen. Für diese Lücke hier am Schulterpanzer nutzen wir diesmal eine andere Variante, die man da wählen kann. Und diesmal wollen wir das Ganze nicht feilen, sondern wir machen das mit Sekundenkleber. Und dafür tropfe ich hier einfach mal ein bisschen was auf dieses Tuch hier drauf. Sekundenkleber sofort wieder verschließen. Und nehme mir jetzt hier einen Zahnstocher und dann einen Tropfen Sekundenkleber dort oben drauf. Und dann arbeite ich mich entlang dieser Lücke und lasse den Sekundenkleber hier in diese Lücke reinfließen. Also wie hier oben. Der obere Bereich, den kann man noch sehen, den wollen wir auch schön haben. So, und hier unten auch. Und in dem Fall werden wir das Rückenmodul jetzt auch mal so verschließen hier oben. So, dieser Kleber, der wird jetzt so eine Mischung aus, also leicht transparent aushärten. Und im Prinzip werden wir den auch nachher wieder mit der Feile ein bisschen bearbeiten. Und dadurch lassen sich auch ja, so ein bisschen größere Lücken schließen. Also diese ganz großen Lücken, wie wir sie hier zum Beispiel bei den Necrons hier haben, das wird schwierig werden mit Sekundenkleber. Ich sage mal, mit mehreren Schichten aufbringen wird man da auch zum Ziel kommen. Der Sekundenkleber ist jetzt hier getrocknet. Ich fange jetzt hier oben mit dem Rückenmodul an. Schleifen wir hier ein bisschen den überschüssigen Sekundenkleber ab. Hier haben wir gleich auch nochmal mit der feineren Feile drüber, genauso wie hier.
Somit sind diese Lücken jetzt hier auch geschlossen. Wir haben jetzt alle Lücken geschlossen und wenn wir unsere Figuren jetzt grundieren, werden die schon super aussehen. Aber es gibt noch einen weiteren Tipp, den man befolgen kann, damit die Miniaturen noch besser aussehen. Und das bezieht sich gerade auf Miniaturen mit Schusswaffen. Und zwar, wenn wir uns hier diese Figur angucken, hat die einen geschlossenen Lauf. Und wenn wir diesen Lauf hier aufbohren, wirkt das Ganze nochmal viel, viel besser. Ansonsten nachher beim Bemalen müsste man vielleicht den Lauf irgendwie vorne schwarz malen oder sowas, dass es so wirkt. Aber wenn man jetzt wirklich da ein Loch reinbohrt, genauso wie hier auch, ist die Wirkung eine ganz, ganz andere. Und das werden wir jetzt im nächsten Schritt einfach mal machen. Und zwar benutze ich dafür einen Handbohrer. Und ich beginne immer mit einer ganz, ganz kleinen Bohrung. Ich glaube, das ist jetzt hier 1 Millimeter oder so. Im Zusammenbauen. Ja, und egal welche Waffe ich jetzt habe, ob ich jetzt hier so ein, ich glaube, das ist hier so eine Art Pestwerfer oder so habe. Oder diese Waffe hier, wenn ich jetzt hier nur mit dieser 1 mm Bohrung hier vorgehe, dann wäre der Lauf ein bisschen zu klein. Aber wenn ich jetzt hier sofort anfange, mit einem 2 mm Bohrer anzusetzen, dann kann es wiederum sein, dass ich mir den Lauf am Ende beschädige. So, von daher, in dem Fall starte ich mal mit dem hier, würde ich mit diesen Querbohrungen einsteigen, weil die hier schon gegeben sind und ich da nicht irgendwie erst vorher kören muss. Und das heißt, ich gehe jetzt hier rein mit dem Bohrer, gucke, dass ich den einigermaßen parallel halte, drehe den schön nach rechts, zwischendurch mal nach links, um den Span einfach auch zu brechen. Und bohre und siehe da, jetzt komme ich oben raus, genau parallel auf der anderen Seite, so wie wir das haben wollten. So, raus mit dem Bohrer, rein ins nächste Loch. Okay, hier passt es auch wunderbar an der richtigen Stelle rausgekommen. Und kommen wir zum letzten. Jawohl, auch passend rausgekommen. Okay, eben einmal kurz säuber mit der Hand. Jetzt sehen wir hier schon, ne, kann man wunderbar durchgucken. Sieht schon sehr gut aus. Jetzt wollen wir hier vorne einmal die Bohrung vornehmen. So, jetzt gibt es hier verschiedene Möglichkeiten. Entweder bin da jetzt so ruhig mit der Hand und treffe das hier so ohne Probleme, setze den hier an, bohre erstmal ein paar Mal vor, mache so eine Art Körnung, wie man das aus dem Metallbau kennt. Oder ich nehme mir eine Stecknadel, irgendeine andere Nadel und versuche erstmal möglichst mittig hier mir so einen kleinen Punkt einzuzeichnen, so wie in dem Falle jetzt hier, um den Bohrer jetzt hier ganz sicher ansetzen zu können. Ja? So, ich setze den jetzt hier an, so fange ein paar Umdrehungen an, dann gucke ich nochmal, ob es wirklich schön mittig ist. Weil, wenn es zu weit nach rechts oder links außen ist, dann kann es sein, dass ich mir den Lauf an den Seiten beschädige und das auch ein bisschen doof aussieht. Also in dem Fall, ja, ist vielleicht nicht hundertprozentig top, aber passt erstmal soweit. So, und jetzt zeigt sich auch der Vorteil, dadurch, dass wir erstmal die Querbohrung gemacht haben. Wir kommen jetzt hier vielleicht da durch. Erste Kammer, zweite Kammer und die dritte Kammer. So. Im Prinzip sind wir jetzt einmal komplett bis hier hinten durch. So, der Lauf ist jetzt in dem Fall viel zu klein, den werden wir jetzt gleich weiter ein bisschen aufbauen noch. Starten wir erstmal hier mit dem Werfer nochmal. Diesmal mache ich das so, ohne es vorher zu kören. Ich gucke jetzt hier, wo ist die Mitte ungefähr.
So, hier. Okay, ja, das passt. Und starte auch hier einfach mal. Gucken, dass man das schön in der Längsachse hält, ne, und nicht irgendwie quer bohrt. Und man irgendwie am Ende an der Seite irgendwo rauskommt an der Raffe. Das will man ja auch nicht. Ganz so tief muss man auch nicht bohren. So mal 3-4 mm, das reicht schon. Das wirkt dann schon richtig. Jetzt stelle ich allerdings fest, dass hier der Arm auch noch ein bisschen lose ist, obwohl er verklebt war. Da muss ich gleich noch mal ein bisschen nacharbeiten hier. So, einmal den Bohrer wechseln. So, und dann geht es hier weiter. So, hier muss man jetzt ganz besonders vorsichtig sein. Immer zwischendurch wieder entgegengesetzter Richtung machen, damit der Span immer schön bricht. So. So, und das soll es hier soweit gewesen sein, hier bei dem Modell. Eine Nummer größer würde ich gar nicht machen, da wäre die Gefahr zu groß, dass alles kaputt geht, aber ich finde auch so wirkt die Figur jetzt schon viel, viel besser als vorher. Hier machen wir das auch nochmal eben einmal. So, das soll auch schon soweit reichen. Kommen wir zurück zu unserer Testreihe. Ich habe die Platte jetzt grundiert und das Ergebnis ist absolut überraschend. Wir haben hier Green Stuff, Liquid Green Stuff, wir haben Plasto von Revell, wir haben die lufthärtende Masse, wir haben hier Kerzenwachs und wir haben hier das Kaugummi. Kaugummi, habe ich gerade schon gesagt, völliger Humbug. Ja, immer noch viel zu weich. Hält der Grundierung erstmal soweit stand. Liquid Green Stuff, Enttäuschung, dadurch, dass es sehr weit hier zurückgezogen worden ist in die Rille. Plasto ließ sich schlecht verarbeiten, musste auch viel abgeschliffen werden. Man sieht hier so die eine oder andere Lücke. Im zweiten Gang könnte man das sehr gut machen und vernünftig machen nochmal. Hier, man sieht hier die Risse drin, ne, in der luftaushärtenden Masse, auch nicht so schön. Normale Green Stuff, hier oben das Ergebnis ist gut, hier unten war ich hier so ein bisschen nachlässig damit. Aber die absolute Überraschung ist hier Kerzenwachs. Also ne, erstmal, wenn man hier schon von Weitem drauf guckt, sieht man, dass die Oberfläche fast komplett plan ist. Klar, wir haben es hier ein bisschen, die Oberfläche ist natürlich kratzanfällig. Ja, das ist sie jetzt hier, aber ich sag mal beim Green Stuff auch. Und ich bin total gespannt, wie das Ganze hier auch nachher auf der Miniatur wirkt mit dem Kerzenwachs. Und wäre natürlich eine super Alternative zu diesen ganzen käuflichen Geschichten, weil so ein kleines Teelicht oder sowas hat sicherlich jeder mal zu Hause. Wir haben jetzt hier vorne ein Stück Green Stuff liegen. Da werde ich jetzt erstmal ein Stückchen von abschneiden. Viel werden wir nicht brauchen. Und es sind zwei Komponenten. Wir haben einmal eine blaue Seite, einmal so eine gelblich-grüne Seite. Und das erste, was ich jetzt hier mache, ist einmal diesen mittleren Teil wegzuschneiden. Der kommt ganz weg. So, jetzt habe ich hier die beiden Teile getrennt. Dieser mittlere Steg, der ist schon so ein bisschen ausgehärtet. Ne? Also es geht jetzt darum, diese beiden Teile jetzt zusammenzulegen und so lange miteinander zu verkneten, bis am Ende eine grüne Masse übrig bleibt. Es ist sehr empfehlenswert dabei, sich so ein bisschen
die Finger anzufeuchten, weil ansonsten ja, der Green Stuff ja, an den Fingern klebt. Und ich drehe das immer hier so ein bisschen, lege das immer wieder zusammen, drehe das immer wieder, bis sich dann irgendwann ja, diese grüne Farbe einstellt. So, wir haben jetzt hier unsere grüne Kugel und ich habe hier auch gleichzeitig nochmal so Zahnarztbesteck parat gelegt. Das eignet sich hier hervorragend, um das hier nachher so ein bisschen zu modellieren. Ich suche mir jetzt hier eine Seite aus und fange einfach mal an, diesen Spalt zu stopfen. So, ich verteile das jetzt hier schön in dieser Lücke. Das überschüssige Material nehme ich jetzt hier so ein bisschen ab. Zwischendurch immer noch mal so ein bisschen das Werkzeug nass machen. So, da hätten wir die eine Seite schon mal fertig. Kommen wir nun zur anderen Seite. Dafür nehmen wir jetzt allerdings Liquid Green Stuff. Liquid Green Stuff kommt in den üblichen Farbpöttchen von Citadel und das Ganze ist schon fertig angemischt. Eine grüne Farbe, wie der Name schon sagt. Und da nehme ich mir jetzt hier so ein kleines bisschen raus. Hier auf dieses Werkzeug. So, und dann bringe ich das hier auch in dem Fall auf unseren Schulterpanzer an. Nehme jetzt hier auch noch mal ein bisschen Wasser mit bei. Da sieht man, dass es dann sehr, sehr schnell sehr flüssig wird. So, auch hier ist die Lücke geschlossen. Wir werden am Ende auf beiden Seiten auch nachfallen müssen. Was nun folgt, ist Plasto von Revell. Hier steht extra der Warnhinweis drauf, dass es gefährlich ist. Also zum einen, was die Entzündlichkeit angeht und zum anderen auch ja, Schläfrigkeit hervorrufen kann und Benommenheit, wenn man es einatmet.
Daher auch unbedingt auf gute Belüftung achten. Und ja, das ist auch, sieht so aus wie ein bisschen aus wie eine Zahnpasta. Da mache ich mir jetzt hier mal so ein bisschen was einfach auf dieses Tuch drauf. Und dann nehme ich mir hier wieder unser Werkzeug. Mal kurz verrühren. Ein bisschen hier aufbringen. So, und dann kommt das hier auch auf den Panzer oben drauf. Man sieht, das zieht es ein bisschen Fäden. Das ist natürlich nicht so schön. Okay. Das reicht allerdings jetzt hier schon. Hier die Ecke ist nicht so ganz so schön geworden. Aber auch das wird am Ende nochmal beigeschliffen. Jetzt ist mir im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht aufgegangen und wir kommen zur letzten Variante, die Kerzenwachs-Variante, die sich ja in unserem vorherigen Test als sehr gut herausgestellt hat. Jetzt wollen wir das Ganze einmal an der Miniatur ausprobieren. Und ich habe im Vorfeld schon gesehen, dass egal womit ich jetzt da dran gehe, an den Kerzenwachs, der unmittelbar hart wird. Von daher werde ich jetzt hier einmal kurz das Werkzeug entsprechend einmal ein bisschen vorwärmen müssen. Hier auch natürlich wieder Vorsicht, ne, bei Feuer in geschlossenen Räumen. Ich habe jetzt hier direkt daneben einen kleinen Pott Wasser stehen, das sollte auf jeden Fall ausreichen, um diese Flamme hier zu löschen. So, dann gehe ich jetzt hier rein und jetzt gucke ich mal, dass ich das hier aufgetragen kriege. Das funktioniert. Ja, das funktioniert hervorragend. Zieht sich sehr gut in die Lücken rein. So, zupp. Das ist ruckzuck hart. Ja, das sieht sehr anständig aus. Ich gehe nochmal mit einer Schicht darüber. So. Sehr gut. So. Der sieht fast so aus, als wäre das Kunststoff. So, das Ganze wird jetzt auch, soll erstmal alles gut durchhärten. Dann werde ich alles abschleifen und dann werden wir uns am Ende das Endergebnis anschauen. Die Lückenfüller sind jetzt vollständig getrocknet. Wir werfen hier einmal einen Blick drauf. Linke Seite war Green Stuff. Hier auf der rechten Seite war Liquid Green Stuff. Hier hatten wir das Plasto von Revell und auf der Seite haben wir einmal die Kerzenwachs-Variante. Wir werden das Ganze nun einmal abschleifen. Und zwar benutze ich da hier einmal jetzt hier diese selbstgebaute Geschichte hier. Also hier Plasto ist sehr, sehr hartnäckig.
Kerzenwachs lässt sich sehr, sehr leicht hier entfernen. So, wir sehen uns gleich, wenn die ganze Geschichte fertig ist. Die Schulterpanzer sind jetzt abgeschliffen. Man sieht, es ist so gut wie kaum noch etwas zu erkennen. Nur noch in den Lücken sieht man jetzt hier ein bisschen Green Stuff. Hier genauso. Der Rest ist komplett abgeschliffen. Im nächsten Schritt werde ich diese Modelle hier grundieren. Und dann wird man sehen, inwieweit ja, die Lücken gefüllt worden sind. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ihr konntet den einen oder anderen Tipp mitnehmen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Folge 3. Gib mir Lack.